Warte mal, was? Ich dachte, das wäre ein Intro. Oh Gott. Wie benutze ich das jetzt? Ah, A lot okay. of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Und eine Sache dann jetzt noch, bevor wir weitergehen. Ne? Mit oder ohne Cam? Was möchtet ihr lieber haben bei dem Game? Ich muss einmal kurz die Maus noch einstellen. Grafik. So. Mach ich noch V-Sync an? Mach noch V-Sync rein. Eins der wenigen Spiele, wo meine Maus mal nicht zu schnell ist. Mit eigentlich, aber nur wenn du magst. Okay, dann machen wir mit. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber ich muss sagen, ich finde das hier gerade wunderschön. Die Sync will aber nicht so ganz. Nochmal aus. Wir hatten gerade Tearing. Habt ihr Tearing im Stream? Also so. Das Bild so ein bisschen. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Oha. Wäre immer fies. Aber das Haus ist schon echt cool. Und das habe ich gerade schon gesehen, ist auch super niedlich. Das ist eine wunderschöne Gegend. Wasser, Wald. Gut, Berge müssen wegen mir nicht sein, aber kann trotzdem schön sein. Orcas Island gesagt. Okay. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Aber ich kann die nicht nehmen, ne? Ich hätte es mir ja gerne durchgelesen. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Bruder. Der Schritt übrigens richtig cool gemacht. Aber was für ein perfekter Ort zum Chillen. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ich nehme jetzt einfach mal an, Edith Finch ist die Mutter. Da sie den ja aus dem Testament der Mutter hat. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Hier Schuhspur. Ist das für euch eigentlich hell genug? Seht ihr genug? Bei mir immer ein bisschen schwierig, weil der zweite Monitor ein bisschen dunkler ist. The truth Warte, man kann is, schon was sehen? Ja, natürlich. even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ja, sorry, nicht lustig. Shit. Ich muss mir ja gerade mal so vorstellen, ne? Sowas hier wäre unmöglich. Bei uns in Deutschland. Ja, das ist ein richtig cooles Auto.
Lass da, wenn man möchte. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Kann ich verstehen. Wie der Keller als Kind wahrscheinlich auch gruselig ist. Okay, das ist ihr Bruder? Aber wie ist der denn dann gestorben? Er wurde vermisst, aber... Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, Milton Finch. Oh, wir sehen unsere Beine. Ist ja nice. 23. Oktober 2003. Geboren 92. Marcus Islands. Ja, ist doch Washington, ne? 11 Jahre. 4'6", also 4 Fuß 6 Inch ist toll. Sorry, I had to go somewhere. I'm Glenn, already from Italy. I'm learning German, so I came to your stream to get familiar with how it sounds like. Yeah, welcome. So I would say I continue to speak German, and I hope you can learn some about the language. And yeah, welcome. Thank you for your follow. Sometimes I can't speak straight, so thank you for your follow, and I appreciate that. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Okay. Aber eine coole Drachenrutsche. Die würde ich mir auch geben. Kind. Aber andererseits so als Kind, ja, wenn man in so einem Haus aufwächst und du darfst viele Zimmer nicht betreten, ne? Klar, da wird es mich auch gruseln. Da wird es mich auch mies gruseln. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Kann ich verstehen. Aber wenn du überall hin darfst und alles entdecken darfst und sowas, ist sowas ja nicht schlimm, aber das ist so ein bisschen... Im Keller durfte ich zwar auch, aber gut, wir hatten damals auch, als ich klein war, einen gruseligen Keller, also wirklich einen gruseligen Keller. In dem einen Haus, wo wir gewohnt haben, nee. By the way, you are very handsome. You look like Vincent van Gogh, just with one ear. How do you know? But thanks, mate. You're handsome. Vincent van Gogh. Jerry's Potting Mix. Plus Fertilizers. Mit Makromax. Geil. Ich weiß noch nicht, ob ich reingehen will, um ehrlich zu sein. Ich will erst noch kurz hier mich umgucken. Das Windspiel. Ich nehme an, wir müssen da gleich durch, aber jetzt probiere ich es nochmal vorne. Ich hole mir kurz Koffein. Ja, gönn dir. I heard something moving around in the garage. Jetzt müssen wir doch nachgucken. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ich hatte möglicherweise Angst, angesprungen zu werden. Die Tür ist nur angelehnt. Wofür ist das? Das ist hübsch, aber wofür ist das?
Okay, viel mit Hefe und sowas. Salz, Wasser und Hefe. I just learned my first name means small in German and my last name means small in my culture. So my name is basically small. Small is klein in German, so with clean you are fine. That's right. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Warte mal. So, Dawn müsste ja unsere Mutter sein. Wie, warte mal, wer ist denn jetzt Louis? Und was ist mit Milton? Milton war der jüngere Bruder und wird vermisst. Und hey, Shotgun, na, ist gut bei dir? Ich hoffe, du bist gut aus Bettchen gekommen. Und wo ist Walter, ja? Warte mal. Also, Milton wurde vermisst, der jüngere Bruder von Louis. Dann haben wir Dawn, wahrscheinlich die Mutter, Edie die Oma und Edith. Sind wir Edith? Aber was machen wir dann hier und warum... Was bleibt denn von uns übrig? Staring nervt mich aber schon ein bisschen. Seht ihr das im Stream? Ich glaube, ihr seht es gar nicht, ne? Also, alles gut. Wenn ihr es nicht seht. Bin ich beruhigt, ich kann damit leben. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ich würde sagen, man kann schlimmer essen. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Wer kann es der Katze verdenken? Ne? Und die ganze Zeit Lachs essen da. The table was still a wreck from the night we left. Warte mal, was? Also hier ist alles so, aber wann sind die denn dann abgehauen? Und wieso mussten wir jetzt durch die Garage rein? Ich glaube, wir wären vorhin durch die Vordertür nicht reingekommen, oder? Geh mal ganz kurz zur Vordertür. Wo ist die Vordertür? Okay. Wir gehen doch nicht kurz zur Vordertür, wir gucken uns erstmal um. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. So. Oma? Mutter? Nee. Edith? Wobei, sie ist mit 11, also das ist 6 Jahre her. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ne? So. Edith? Wir, vermutlich. Okay, das Rotwein, kein Blut zum Glück. Und die Mutter. Dawn. Erstmal so My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Warte mal. Meine Uroma. Okay, also Edie ist die Uroma. Dann haben wir das jetzt schon mal. Was sind das da auf dem Wasser? Haben wir das schon mal eingeordnet. Aber ist Dawn, sie hat gerade gesagt Mama, ne? Ihre Mom. Also Dawn ist dann doch die... Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it.
like a smile with too many teeth. Und ich muss sagen, also ich finde das gar nicht schlimm, dass hier so viele Bücher rumliegen. Ich finde sowas super. The thing is, I'm actually small, 5'6", and my name could have been small. So I find it kind of hilarious, yeah. Sometimes things just fit, and it's nothing wrong with it. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Was? Das Haus ist versunken? Okay. Das ist also von dem Originalhaus. Das Haus ist versunken. Dann wird das da hinten wahrscheinlich das Originalhaus sein, ne? Weil... Also wir haben ja jetzt auch schon, keine Ahnung, neulich noch irgendwas mitgekriegt mit einem Island, wo im Grunde alles versunken ist. Was halt schon, also, ne, was vor 50 oder 70 Jahren noch gut ausgeguckt hat, wo theoretisch auch noch Tiere drauf leben konnten, aber halt, weil es so flach ist, das mittlerweile schon fast komplett überspült ist. Nur noch Bäumchen rausgucken. Wenn man irgendwas mitkriegt da. So. Dinge sie gesehen in einem Video. So wie das der Aschers. Wer waren nochmal die Aschers? Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Nicht so wichtig, Poe kann das aushalten, also es sagt mir ja was, aber... Okay, und das ist Barbara Finch. Ja. Aber dann wird das ja ihre Oma wahrscheinlich sein, ne? Wenn Uropa Sven das für Barbara gebaut hat. Und irgendwer hat Insekten gesammelt. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was ist das? Mit Bauschaum zugemacht? Das ist der Tuborgen geil. Gott, ist das geil. Aber, so. Mit Bauschaum zugemacht und dann vernietet? Sieht nach Nieten aus, ne? Mit einem Guckloch. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Edie, Dawn, Milton, Louis, Edith. Ja, okay, also sind wir die Schwester von Milton und Louis. Louis ist gestorben und Milton verschwunden. Das kann man nicht lesen. Wollen wir hier mit hochfahren? Ist die Frage, gucken wir erstmal oben oder gucken wir hier? Mom always so eine told me to Schüssel. stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in den Keller müssen. Dieser Türbogen. Ich finde den immer noch so geil. Und dann mit den ganzen Büchern da drüber. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Warum hat sie alle Schlafzimmer verriegelt, nachdem Milton verschwunden ist? Das was ja auch, war das dann da unten ein Schlafzimmer, wo das versiegelt ist?
Mit Hundemaske. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ah, okay, okay. Deswegen auch die Gucklöcher dann. Aber... Okay, Molly 1937 bis 1947. Das ist ja schon so ein bisschen durch die Familie, also dass sie nicht unbedingt alt werden. 10 Jahre gerade mal. Das ist schon krass. Und wenn dann noch... Da gehen wir gleich rein. Ja, Milton verschwindet und Louis auch. Der ist ja auch recht früh gestorben. Und Insekten. Googelt average size of bananas. Then divide my hate, so yeah. Ja. Edie's father, Nice. Odin, built the original house. Ja. Ich muss auch, also ne, die Türen. Die Türen sind ja mal super geil. Ja. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Okay. Also Schauspielerin. Die Türen sind super geil, finde ich. Sven Hofstad Finch, 1915 bis 64, na gut, er wurde wenigstens 49. Aber Edie wurde richtig alt. Warum? Ah, okay, einfach nur nah genug rangehen. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Okay. Gregory, 1 Jahr. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Aber das ist ein Badezimmer. Calvin, auch nur 11 Jahre alt geworden. Was ist denn hier los? My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Die Zimmer sind auch so cool wie die Türen, aber was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss die Hunde gleich mal wieder reinlassen. Hat hier reingeguckt? Ja, ne? Hier hat ich reingeguckt. Vorne haben wir noch nicht reingeguckt. Und da will ich noch nicht reingehen. Auch nur 10 Jahre alt. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ach, geiles Zimmer. Ja, ganz ehrlich, was ist denn hier in der Familie los? Wir müssen da reingehen, ne? Also wir könnten auch hochgehen. Aber wenn wir schon mal da sind... Nö. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ja, warum sollte man das denn... Das ist doch genial. Ja, und da ist das versunkene alte Haus. Das ist doch genial. Ja, außer, dass es keinen Sinn macht, dass ein Hai mit einem Karpfen schwimmt. Aber sonst ist es genial. What is this game? I'm looking forward to the answer. Yeah, me too. I think a story-driven mystery game, I think. So, I don't really know it too. So, let's see. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Okay, für 20.000 Meilen unter dem Meer. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Aha. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay, bevor wir das hier machen, ich will jetzt einmal kurz einmal kurz oben gucken. Und ich glaube hier in Barbaras Zimmer, hatten wir da schon reingeguckt? Ich glaube auch nicht, ne?
Auch nur 16 geworden. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. That's actually a good description. Texas? No, not Texas. What Texas? You mean? Okay, wir Mom werden, must have glaube ich, eh locked nicht. the third floor stairs on the night we left. Okay, also wir werden eh nicht hochkommen. Dann müssen wir jetzt da durch den Geheimgang. Rennen können wir auch nicht. Also egal, ob ich Shift oder Steuerung mache. Wir zoomen rein. Okay, die ist von Milton gemalt und die ist super süß. Mädchen vom Haus. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ich finde die richtig cool. Würde ich auch bei mir an der Wand nehmen. Reading this, Shit, I got scared. maybe it sounds like I had a plan. I hope not too much. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I was scared before I entered the garage. The garage. Weil da halt grumpelt wurde drin. Also da waren ja Geräusche im Haus. Jetzt sind wir in Barbaras. Nee. Barbara war die Dings. In welchem sind wir denn jetzt? Molly. Oh, steht da auch ganz groß an der Wand. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Schon cool. Ein Rennstall mit nochmal einem extra Käfig, als ob sie eine Rennmaus hält. Das hier mit den Treppen finde Being ich übrigens inside super for the niedlich. first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Kann ich verstehen. Wenn man immer nur von da rausgucken kann. Also, wir können, also reingucken kann, rausgucken kann man aber nicht. Okay. Ameisen? Wie heißen die Ameisen? Belegen sie nochmal. Das war auch irgendwie schon creepy. Also hier I mit dem got the Altar. sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Ja, ich kann es ja verstehen. Aber irgendwie schon ein bisschen creepy. Vor allem, wenn halt dann die Türen verriegelt werden. Dezember 1947. Okay. Die hat sich auf jeden Fall für Tiere interessiert. Können wir uns nicht weiter angucken. Aber ein kleiner Seestern. Wobei die echt interessant sind, wenn man so erzählt. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. I'm expecting the game to become more and more horrible. Wow. Pfeiffarm ist das Wort, das du gesucht hast? Okay, danke. Supi. Als Kind im dunklen Zimmer unterwegs. Die Tür ist leicht auf und ich höre da Geräusche.
Da lebt noch ein Fisch. Ich hab mich gerade schon gewundert, dass sie so groß sind. My Halloween candy was all gone. Wieso wusste sie, dass sie stirbt? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Na gut, das ist eine Karotte, ne? Warum nicht? Molly. Und Sven. Hallo kleiner Fisch. Ich hoffe, ihr kennt auch was. What kind of kid writes diary entries? The kid is possessed. Possessed by Poe. And that's why the house drowned in the past. Drowned is the wrong word, but I don't want to look up the right one. Yeah, but drowned gets it, I think. Die essen wir nicht. Das essen wir auch nicht. Mom, can I come out now? Wurde eingesperrt. It's late. Go to sleep. Oh nö. Ich weiß, was wir jetzt tun müssen und das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Und dann weiß ich jetzt auch, warum sie stirbt. Also ich glaube es. Ich glaube es zu wissen. So ist aber. I kept eating and eating. Ja, jetzt ist Starfish. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall interessante Halluzinationen. Hm? Muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wo wir weiterkommen. Ah, hier.
Aber ne, deswegen stört man Kinder nicht. The babies were all gone. Yep. It just feels sad. That's right. Ups. Oh. I jumped and I almost got her. Ich verstehe ja, dass wir keine Wahl hatten. Wirklich. Ne, damit die Geschichte erzählt wird, aber zu wissen, was man hier tut, ne, ist ein bisschen schwierig. Und das dann noch guten Wissens zu tun, sagen wir mal so. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Ich hoffe einfach nur, dass All das I ein Traum cared war. about was eating that mama bird. Ich hoffe, es war einfach nur ein Traum. Bitte lass es nur ein Traum gewesen sein. Andererseits, sie ist gestorben. Ob wir wollen oder nicht. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little Erzählerisch teeth ist toll. nibbling in the grass. Das muss doch ein Traum sein, oder? Es sind wirklich die Halluzinationen durch die Bären. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, Und mein and I Not. didn't chew one bit. Sorry. Then I flew off to find something bigger. Hey Nos, wie geht's dir? Alles gut soweit? Und hier, ja, soweit. A mama rabbit. She was almost too big to carry. Ja, I Kids started satisfying. choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ja. Das Spiel ist cool, aber auch traurig. Ja, das Gefühl habe ich dafür auch schon gekriegt. Komm ich nicht weg. Kann ich irgendwas anderes machen, außer linke Maustaste. Und WASD. Aber ich komme hier gerade nicht mehr weg. Und die geht super, sehr schön. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Also, ich glaube leider nicht, dass das nun also es ist. Ich gehe davon aus, nach dem, was sie so alles zu sich genommen hat, wo wir sie waren. Ich hoffe auch, dass es ein Traum war und die. Ach, keine Ahnung, was ich hoffen soll. Wir wissen ja, sie ist tot. Fat, juicy seeds. Wir wissen ja, dass sie tot ist. I tore off her flipper, and it tasted really good.
Aber für mich ist, glaube ich, schon... Also ich hatte das Gefühl, es war vorbei, wo das Fenster aufgemacht hat. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ja, mein Gefühl war, dass es halt vorbei war, als wir aus dem Fenster gefallen sind. Für sie. I was big, but I moved real quiet. Might be a dream, might be a fantasy, might I be wanted something to else. stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Wir haben nur einen gefressen, okay? Wir haben nur einen gefressen. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. This is what happens when your kids watch Man versus Wild. Ja? Or if they eat the wrong things. Like some berries that shouldn't be eaten. I got closer and closer. All my stomach started growling. Meine Mägen. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Verdammt! I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Was ist jetzt wahr und was nicht? Woran ist sie denn nun gestorben? Wurde sie gefressen? Wurde sie nicht gefressen? Und sie... Die ist die mit dem niedlichen Hunde. Hunde ist lecker, ja genau.
This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. War Molly dann Dawns Mutter? I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Nette Uroma. Ihre ganzen... Rob ist eine Echse, Bob ist eine Schlange gewesen. Ein ganz schönes Andenken an Tiere, die man hatte. Eierei. Sie brauchte Sauerstoff, COPD oder was? Molly Concepts. Neural Sketches, Barbara Concepts, okay, also sie hat erst Konzepte gemacht für das hier dann. Und dann gemalt. Gucken wir gleich lang. Wir gucken uns die gleich nochmal. Map save you, now go back. Ja gut, der Fall gut. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Vielleicht war die Drachenrutsche dann doch nicht so cool, ne? Vielleicht war die Drachenrutsche dann doch cool. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Dragon kills Finch. Tragedy strikes Finch family member. Celebration turns to. Das ist natürlich schon bitter, aber was ist das denn hier für eine Familiengeschichte? Molly, Barbara, Calvin und Sam. Und Calvin ist ja dann auch früh gestorben. Molly ist früh gestorben. Barbara ist früh gestorben. Walter wissen wir jetzt noch nicht. Dawn lebt ja auch anscheinend etwas länger. Gus haben wir auch noch nicht von gehört. Gregory, Louis ist gestorben. Milton ist verschwunden und Edith sind wir. Und Louis ist mit 12 Jahren. Nee, 22. Also so ganz früh. Doch nicht, aber. Nee, warte mal. 32? 22, ne? 22. Rechnen ist gerade nicht bei mir so ganz drin. 12 Jahre, ja, 22. Her room was like a museum. The Mysteries of Death and Thereafter. Odin Finch. Joining the Great Majority. Okay. Wahrscheinlich Joining the Great Majority. Was in Richtung, ne? Mehrheit. Die meisten Prozent, oder was? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Okay. Also Familienfluch anscheinend. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Auch nicht schlecht, ne? Aber sowas geht. Ne? Es gibt ja auch Häuser, die mit LKWs weggebracht werden, also warum nicht? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Okay. Also ist das, was wir draußen sehen, vielleicht gar nicht das alte Haus, aber es sieht aus wie ein Odin's daughter halbversunkes Haus. Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island.
Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edith is already dreaming of a new Finch house. Also Edith hat das ganze Haus gemacht, oder was? Wie komme ich denn da raus? Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. So many kids, ja. Okay, einfach zurückgehen. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Die Verfolgung in der App geht wieder. Das Fahrzeug ist in meiner unmittelbaren Nachbarschaft und hat noch 40 Stops vor sich und soll zwischen 14:55 und 16:25 ankommen. Jetzt mal ernsthaft, da würfelt doch hier. Könnte sein. Es könnte durchaus sein. Norwegian Volksteil. Ja, warum sind wir denn abgehauen? Oder warum sind alle abgehauen? Das ist auch genial. Wow. Das ist ja ne, aufgemalt darauf und dann die Vögel, die rausfliegen. Finde ich schon geil. Finde ich schon echt geil. So ein Haus würde ich auch Even in her nehmen. 90s. Willkommen zurück, Sometimes Wanda. Edie seemed a lot younger than my mother. Kann vorkommen, ne? Jetzt sind wir in dem Bad, was für das einjährige Kind abgeschlossen war. Also ich habe ja nichts gegen Flausch. Aber vielleicht nicht im Bad? The only Und nicht trace in Grandpa rosa. Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Sorry. Eindeutig. Eindeutig. Das ist schon echt ekelhaft. Nice carpet. There's a secret in this bathroom by Sven and Edith Finch. Also das Kind war eine Katze, also das hat Beeren gegessen, war eine Katze, war dann wurde zu einer Eule, wo es dann die Kanickel gefressen hat, wurde dann zu einem Hai, wo es eine Robbe gefressen hat und wurde dann zu einem Monster, was Menschen gefressen hat. Also es war bis jetzt schon sehr, sehr wild, aber auch traurig. There's a secret in this bathroom. In dem Schrank. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ist schon geil gemacht. Eine Dunkelkammer? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Of course, the toilet leads into the ocean. Yeah. Oh, train spotting. Calvin Finch. Ja, der wurde. Ne, hier ist er jetzt. Doch, 19. Also ein Jahr stand draußen an der Tür. Noch nicht mal ein Jahr. Okay. Oh shit, I gotta go. Anna! Anna!
Vielen Dank für den Sub an The Fool 1999. The Fool. You're welcome. Stay here if you want. And I wish you a nice day. And nice that you were here. And have fun with the emotes. But you have to come back someday. Ja. Okay, und Milton war auch hier. Also Milton hat auch alles entdeckt und ist danach verschwunden. Irgendwie, wir finden am Ende doch irgendwo ein Skelett oder so. Ne? So, und Panda, vielen Dank für den Gifted Sub an Pool. Vielen lieben Dank. Sehr lieb von dir. Ein kleines Stückchen weit. Du futterst du. Welchem Raum sind wir denn jetzt? Ja, bei Kelvin und... Oh, wie hieß denn der andere jetzt? Kelvin habe ich noch im Kopf, weil er halt gestorben ist. Wird gespeichert. The 5 Grand Generals, okay. The Final Frontier. Space the Final Frontier. Explore the Universe. Okay, der eine war also der überlebt hat, ne, Sam. Oder der länger gelebt hat, sagen wir es mal vielleicht so. Ne? Überlebt, wissen wir ja noch nicht, ne? Der war also Militärfan, so wie es aussieht. Join the fight, enlist. Ja, Sam in Soldatenuniform. Und Kelvin kommt vom Weltraum. Es gibt hier so viele kleine Details. Ich finde das Spiel bis jetzt so wunderbar. Auch mal geil. Das ist so geil. Ich will da hoch. I knew Okay, wir Grandpa können da Sam hoch. had a twin. Oh, das ist natürlich auch mies, wenn die wirklich dann noch Zwillinge waren und dann, boah. Das ist ja mal richtig räudig. Also so oder so ist das räudig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, hoffe ich. Und am Ende war er auch bei den Marines, so wie es aussieht. Das Sam. Und Calvin Finch wurde gerade mal... Wie alt wurde der? Warte mal, der ist am 23. September gestorben. Kann ich hier noch zurück? Ich kann hier noch zurück, ne? Nee, erklär mal. Aha, aber kann ich gerne machen. Also es ist ja so schon richtig beschissen, vor allem so früh dann ein Geschwisterchen zu verlieren, aber ich glaube bei auch 23. September. Ja, am 23. September verstorben. Aber ich glaube, bei Zwillingen ist das nochmal eine ganz andere, miesere Geschichte. Kann ich mir, also, man kann sich ja immer nur vorstellen. Auch wenn man es vielleicht nicht möchte. Sandstrider. Da dann auch noch hingehen können. And that he never talked about him. Also wir haben rausgefunden, hier hatten wir ja reingeguckt, ne? Das hier waren Zwillinge. Der eine ist ja gestorben. Und nicht größer geworden als so groß. Und also die sind Zwillinge gewesen. Und wir haben rausgefunden, also hier. War das jetzt Calvin? Aber es war noch nicht Calvin, das war doch. Ich muss mal hier kurz durch. Wie hieß denn der jetzt, der nach einem Jahr gestorben ist? Habe ich schon wieder vergessen. Mir leid. Nee, warte mal. Okay, das ist auch Calvin. Ich dachte, warte mal. Aber haben wir irgendwo ein Datum für den anderen? Ich dachte, dass... Weil das hier, das Baby ist ja auch... Also der ist ja nicht ein Jahr geworden oder nicht mal ein Jahr und ich habe mich im Namen vertan. Wie hieß das? Denn was nicht mal ein Jahr geworden ist. Ich dachte jetzt... Wann war das? Ich dachte halt jetzt wirklich, ne?
dass es der gleiche Tag wäre, weil ich nicht gerafft habe, dass beides Kelvin war. Kelvin? Oh, warte mal, hier können wir auch noch gucken. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Okay, also Edie, dann geht es doch um Edie, oder was? Also nicht Edith, sondern Edie. Können wir die auch angucken? Wahrscheinlich gibt es hier gar keinen Strom. Shrine Sketches. Haben wir gar nicht gesehen. Also abgesehen davon, dass Calvin ein bisschen auch noch geschrieben hat, ja. Passt schon jetzt gut. Was? Wait a minute, I use my hand? What? What? I don't know if I want to ask a question. Und ja, schön feucht bleiben, das ist eine gute Idee. Ich bin hier gerade ein bisschen versunken in der Welt. So, zieht euch warm an, wir machen jetzt einen Ausflug. Ja, warte mal, dann lass mich mal wenigstens den Pulli holen, weil draußen ist arschkalt. Ich war vorhin am Briefkasten. Und das halt nur in kurzer Hose und T-Shirt. Ist nicht so angenehm. Ist nicht so angenehm. Warte, ja. Hört sich gut an. Warte, ich zieh mich auch eben warm an. So, jetzt können wir los. Wieso gehst du denn auch mit dem Januar mit kurzer Hose raus? Ja, dann kurz zum Briefkasten. So schön war es nicht, aber warte mal. So. Aber jetzt ist okay, jetzt können wir los. So, okay. Bilder, hier haben wir uns auch noch gar nicht genau. Jäger. Das ist Grab, glaube ich, ne? Hier links. Was steht da denn? Barbara Finch. The game is like a pre-version of Life is Strange 1. Was? Weil er weniger Temperaturrezeptoren auf der Haut hat als du. Ha, Wissenschaft. Ja. Do people in Deutschland really talk like they do on Duolingo? Like a kid goes to an old man and goes, du bist alt, ich bin jung? No. That's not, yeah, might happen. It might happen, but I don't think it's really fitting. Sure, all the time. Okay, Panda. He tries to learn German. So. Das gucken wir uns gleich an. No, not really. It's just for understanding, I think. That they use these terms. Okay, wir gehen jetzt ins Command Center. Let's go. September 61. Okay, nee. Okay, das mit den Daten passt schon mal nicht. There is a Kappa Emote. Ja. Ja. Ups. Ups. Kappa. Like the penguin sits on the shirt. In Spanish, okay. Und also Molly ist im Dezember gestorben, also das passt schon mal nicht. Ich dachte, wir hätten schon einen Punkt jetzt gefunden, wo wir rausfinden, wo wir vielleicht irgendwas rausfinden schon mal. Mehr als nur jetzt gerade zu gucken, was hier los ist. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Kann ich aber verstehen. Und da haben wir den Shrine. Den Shrine. Ich glaube, wir erfahren jetzt die nächste Geschichte.
Aber ja, bei Molly, also ich persönlich glaube ja bei Molly, die ist, das mit dem Essen hat alles gepasst. Und entweder sie ist aus dem Fenster gehüpft, aber dann wegen Halluzinationen, oder sie ist dann einfach an der Vergiftung gestorben. Und ich versuche jetzt stark genug zu sein, die nächste Geschichte mitzunehmen. In my Dutch class, one of the first things I've learned was I am an apple. Also very important to know. Ja. Ich bin ein Apfel. Ein Apfel. Du hast ja keine Vorstellung, wie viele Tiere neben, auf oder unter irgendwas sitzen, wenn man Spanisch lernen will. Penguin shits on the shirt. Oh, what a weird saying. Ja. Oh my God. Sitting, it sits. But I like it. Penguin shits on the shirt. Wer kennt's nicht? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. Jetzt noch einen Pilz zu essen? Shitting, sitting, all the same. Ah. Für manche schon. I think Calvin always wanted to fly. Und jetzt fliegen wir auch. Mom, coming! Dinner's ready! Coming! Kommen wir von der Schaukel runter? Is this the same kid who turned into shark? No, no, it's a different one. Most of them died young, and we're hearing their stories. So, mal kurz rollen. Ich muss einmal kurz nach den Hunden gucken und gib mir eine Sekunde. Ich lasse euch mal kurz hier hängen. So. Katze hockt wie hier bei mir und
Ich musste dann eben korrigieren, dass Katze kein Futter mehr hat. Hat nur einen Moment gedauert, bis mir bewusst wurde. The name of the game should be The Island of Messed Up House. Wow. Also ich finde es da wirklich schön. I like the house a lot. Crap, ist das kalt. Wenn wirklich Celsius, wir sind gerade, glaube ich, Celsius. Und wer ist Walter? Wir haben nämlich einen Namen unten auf dem Gips. Walter. Wer ist Celos? Was? Das ist deswegen Celsius. Entschuldigung, Entschuldigung. Können wir eigentlich absteigen? Weil es gab ja Essen. Wir können uns auch drehen. Oder? Achso, Zelda und Baloo Babys. Ah, okay. Jetzt habe ich. Danke, Panda. Danke. Können wir uns drehen? Ich will nicht abspringen. Aber anscheinend haben wir keine Wahl. Und es ist ja schon passiert. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Jeder von uns hat das doch, glaube ich, schon mal probiert, oder? Das Fiese an der ganzen Geschichte, ne, das zu sehen und so, ist ja schon heftig irgendwo, ne? Aber ich muss es tun. Und ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber es... After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. es zu tun ist, dann Mom nochmal said eine Grandpa andere. Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Reden wir nicht darüber, dass ich gerade dabei war. Panda, mach was zu tippen. Nice Game. Mhm. Hab ich gespürt. Verlegenes Grinsen ist beiseite keine Antwort auf die Celu-Frage. Okay. Hab ja das Gefühl, er will keine Celus. Aber wären sie die süßesten Babys der Welt. Glaube ich auch. Das glaube ich durchaus auch. Aber ich erinnere mich auch noch an den Stress mit Zelda und ihren Geschwistern. Gott, ist das niedlich.
passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Und Milton war auch hier. Hier geht's wieder raus, dann gucken wir uns das hier erstmal an. Barbaras Zimmer. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ich check mal kurz ab, was da los ist. Ratet, wer noch mal zurückgehen muss, weil jemand zwar steckt eine Maske eingedacht hat, aber nur eine alte aus der Tasche rausgenommen hat. Ach nö. Ja, was? Der Hund? Ja, 3 Hunde. My Friend Bigfoot. Ich überlege gerade, solche Filme gab es ja wirklich, aber wie hießen die denn? Irgendwas mit Bigfoot gab es ja zu der Zeit auch. Hier sind wir rausgekommen. Das konnte man durch das Guckloch nicht sehen, ne? Seattle Ballet Company presents Swan Lake. Welcome Theater. Hm. Okay, okay. Brrr. Die Katze. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ja, vor allem, wenn sie ein Kinderstar war und dann, ne? Barb Street. Ein Kinderstar und dann auf einmal nicht mehr. Oder 2 Jahre lang und dann auf einmal nicht mehr und dann eine andere Bestimmung finden, ist, glaube ich, ganz schön schwer. Und jetzt ratet, wem unten vor der Haustür einfällt, dass für solche Fälle eine Ersatzmaske in einer der Jackentaschen steckt. Oh no, Luz. Oh no. Ach nee, hoch 2. Was Panda sagt. I saw a cat too. The Bigfoot looks like a type. Ja. Und ja. 3 dogs and a cat. My cat, my dog and the dogs of my parents. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Das Überraschende an der Barbara Finch. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Willkommen zurück, Shotgun. The surprise ending of Barbara Finch. Welcome to my life.
As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Das muss ich jetzt selber machen, das ist ja nicht nett. She found Rick's crutch and imagined the worst. Entschuldigung, das muss ich ja mal kurz machen. Ich muss mich vielleicht ein bisschen ablenken, okay? Weil da ist eine blutige Hand und so. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Hat deine Familie aufgespießt und gegessen? Super. Okay, daher die blutige Hand wegen der Handsäge, also wegen der Kreissäge. So, der Krücke ist auch gut. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Wow. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch?
and she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ist schon geil gemacht, das ist schon geil gemacht. Eigentlich geht's hier doch weiter. Oder da. Achso, die Tür ist zu. Okay. Wir haben eine Krücke, also sind nicht ganz wehrlos. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And funny he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Gute Idee, Panda, gute Idee. Erstmal durch den Keller randulieren. Wichtig und richtig an der Stelle, finde ich auch. Deswegen musste ich das halt mal machen, er ist weg. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Na super. Oh dear. Seine Bande. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time.
He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ja. War schon hart. Im ersten Moment denkt man ja nichts Böses so. Aber man denkt, oh, die Fans, ne? Wollten ihr. Aber im Grunde wird das halt einfach nur ein. Das wird wohl die Bande von dem gut gewesen sein. And what I could have granted this. Maybe not. Ja, ich würde sagen, das Comic beschönigt das einfach. Der Comic beschönigt das. Ach, scheiß drauf. Alice in Wonderland. Oder auch Alice in Borderland. Wonderland, that the kid could on the swing on the baby shark. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's just was heißt beschönigt? War beschönigend. Bin übrigens durch mit der ersten Staffel Alice in Borderlands. Ah, nice. Und wie findest du die erste Staffel bis jetzt? Ja, wie fandest du sie? So rum? Whitewash the things that happens. The comic. Crossover, ja. Du magst die Serie? Das freut mich. Wenn ein Tipp doch gut ankommt, freut mich das ja. Es sieht fast genauso aus, ne, wie in dem Comic, ein bisschen anders. Ne? Ein paar andere Sachen stehen hier und sowas. Wäre auch creepy gewesen, wenn alles noch genauso aussehen würde. Wie vor 50 Jahren oder so. 60 Jahren. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Kommt auf den Kontext an, ja. Hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Alice in Borderlands. Shotgun. Kann ich verstehen, man. Ist auch erstmal reinkommen und ich sag da gerne, der Alice in Borderlands hat so ein bisschen das Dragon Ball Syndrom. Manche Sachen sind halt ein bisschen sehr gezogen. Aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz nice. Aber wenn man so viel schon gesehen hat, ne, was braucht, I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. The lady has the death wish or something. I like it. Wow. I don't think so. It's a bit dark I here. thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that.
Ja, maybe war ich einfach nicht I in der richtigen remember Stimmung. asking Das Mom once about kenne where ich auch nur Walter zu had gut. gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Also hat Walter hier unten gelebt, oder was? If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Sieht wohl so aus. Gucken uns erstmal kurz hier um. The Finch Curse. Mhm. Barbara Finch in Finch Child Star. Self-protection. Cover up. Area 51. Echoes from afar. Mhm. Surviving death. 101 Survival. Techniques. No, das Live-Tracking ist wieder kaputt. Nein. Oha. Er ist aber recht alt geworden dann, ne? Aber wenn er sich da die ganze Zeit nur hier unten versteckt hat, ist natürlich auch nicht so nice. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, wir gucken erstmal hier hin. Ich will erstmal wissen, was hier hinter ist, bevor wir uns in die nächste Geschichte begeben. Und das war sein Ausblick. Auf der einen Seite verständlich, dass er sich vor allem verstecken wollte, aber auf der anderen Seite ganz schön bitter. Und warum hat er hier angekreuzt jeden Tag, den er hier unten verbracht hat, oder hat er auf seinen Tod hingezählt? I've noticed one thing, Duolingo is not teaching me any better word. Hello. That's hello. But yeah. Would be terrible if something like Goodbye, this everyone. would do this. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre da unten. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Meine Welt war erschüttert. Uff. Also Deutsch Word. I know our compliments and good things. Having a schedule, living for today. Oh Gott, die guten alten Pfirsiche. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Sind wir schon 8 Jahre hier unten. Ja, dass die Welt erschüttert ist in dem Fall dann Even a vielleicht monster nicht nur im on the übertragenen other side Sinne. of a door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid.
It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Bitte. Und natürlich, ist klar. Moin Niklas, alles gut bei dir? Und ist halt irgendwie klar, dass ihm ja, die Geschichte mit den Monstern, Beschönigung, ja, dass ihm er wahrscheinlich dann alles mit anhören, angucken musste, Menschen auch als Monster wahrgenommen hat und dadurch dann sich hier eingesperrt hat und jeden Tag seine Welt erschüttert wurde. Die Monster auf ihn da draußen warteten. If money doesn't matter, I highly recommend Bubble for learning a new language because it goes way deeper with stuff like grammar. Ja. Ja, Niklas, wie geht's dir? Alles gut soweit? Gut aus dem Bettchen gekommen? Bin mal gespannt, wo es hier hingeht. Hallo Hund. Mach auf. Feiner Gummi. Ach ja, gut ist immer so eine Sache. Aber auf jeden Fall raus. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich zu hören. Also, I know dass it's du out rauskommen there bist. somewhere. Aber kenn ich. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Das Spiel soll ja grandios sein, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Sehr nice. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Ich finde die Erzählweise bis jetzt echt Whatever's sehr, out sehr there, gut. I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Er wurde jetzt vom Zug erwischt, was? Spielen wir danach noch Scene, wenn wir eh einmal in so einer Stimmung sind? Welches ist Scene? Was ist Scene? Scene ist ein kurzes, sehr, sehr trauriges Spiel, soweit ich gehört habe. Und das könnten wir mal machen. Könnten wir theoretisch machen, aber wir müssen gucken. Ja, gucken wir mal. Je nachdem, wie lange wir hierfür noch brauchen. I get over. Ein ganz süßes, kurzes Spiel, was viel mit Musik arbeitet, aber unfassbar traurig ist. Ja. Was? Was ist denn Rambutan? Was ist denn Rambutan? Süß und traurig. Careful of Mom.
She kept it all away from us. What does she know? Der Stil und die Figuren sind super süß, die Story ist auch. Bittersweet, wie gehört. Wenn du das wüsstest, wo hast du das denn jetzt her? Amerikan. Meine Güte, haben die alle, also. Gut. I'm sure my mom was trying to protect me. Ja, das werden wir wohl rausfinden, so wie es aussieht. Cracking the Curse. Spiritual Warfare. Mhm. The Dark Defense. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Könnte das Problem sein. Ich könnte sagen, Flüche funktionieren ja nur, wenn man an sie glaubt. I don't know if I should even be writing this. Wir schreiben das auf. Vielleicht nicht so gut. Was eine krasse Kulisse. Also das Spiel ist wunderschön. Ich finde die Erzählweise wunderbar. Das ist wirklich Maybe toll. it'd be better if all this just died with me. Aber das zu Denkmädchen ist auch nicht gut. Also wunderschön, finde ich. Und ich finde die Erzählweise auch. But I thought genial. you should know about your family. Wem erzählt sie das jetzt? Ist sie schwanger? And the history you're a part of. Können wir hier raus? Okay, wir kommen nicht weiter. Die Grafik ist echt mega und sehr schön gestaltet. Auf jeden Fall. Und ich finde das Haus super, super geil. Und jetzt sind wir nach unten gegangen. Und ich hoffe, jetzt können wir nach oben gehen. Weil ich glaube, da erwartet uns noch einiges. Though to be honest, I feel as lost sehen as gibt. you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ich hoffe, wie gesagt, es ist nicht zu dunkel für euch. Now I'm wondering how is this girl still alive? It seems like she escaped the island at some point and then came back to investigate. Yeah, she left the house
or they left the house when she was 11. So, and now she came back, I think, after the mother died, because she got a key from her. And with the key they could, or her grandmother, I'm not really sure anymore. And he got the key, find out what's all about, I think. What it is all about. Diese Ungewissheit, mit wem sie redet, ja, es ist relativ viel noch, ehrlich gesagt, im Ungewissen. But there were... When you look at the house, some of that them... history of imagination and stubbornness and madness. Durchaus. And some of them lived a long and prosperous life, I think. Like Edith, Any her of it seems grandmother. possible. Es ist dunkel, aber man kann auch etwas erkennen. Okay, sehr gut. This is what happens when the rat is cheap. Yeah, exactly. Exactly. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Aber der begleitet doch jeden von uns, oder? What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Auf zum Friedhof. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Verständlich. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wieso das ihre Schuld war. Schatzi. Bob. Zoe. Ja, falsch geschrieben, zum Glück. 8 Jahre geworden. Das hat keiner gesehen. Zoe stehen, gucken. Ich zieh noch kurz an. Chirpy, Derpy, Burpy. Zerpy, Lurpy, Furpy, Chirpy, Burpy, Derpy, Derpy Junior. Lucy geht's dir gut. Und Bailey ist ganz schön alt geworden. Was Bailey wohl war. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Molly. 10 Jahre. Kelvin. 11 Jahre. Ben. Ja, der wurde ein bisschen älter und ja, hier Edie ist ja fast 100 Jahre alt geworden. Wow. 93. Geiles Teil. Jo, hier Schwuchs, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. I've got to go. It was fun. Yeah, it was nice to meet you, and I hope you have a wonderful day. Thank you for watching. And much luck with your German learning. Hallo Hirschfuchs. Alles gut bei dir. Die beiden sind mit am ältesten geworden, ne? Er ist 49 geworden. Die 93, ja, Walter 33, ne? Ne, 53. Aber warte mal, der hat gesagt, 30 Jahre war der da unten. Und der war ja noch ein Kind, als seine Schwester... Oh, wann ist der denn dann da runtergegangen? Dann war der ja schon 23 oder sowas. Was? Nein, Hunger? Ich habe auch Hunger. Achso, wegen geht's dir gut. Barbara, gerade mal 16. Und mir fallen gerade erst die Sachen hier oben drauf auf.
Das ist ein schöner Stein. Mit der Katze gefällt mir. Passt zu Calvin. Wenn der alles erbaut hat. Edith, die ganzen Rätsel und so kreativ war. Walter, der sich in der Höhle vergraben hat. Und Barbara, die ein Stern war. Star war. Männers, wer macht uns Brunch? Was Lucy sagt. Ja, ne? Ich könnte ja, aber meine Hände sind leider an Maus und Tastatur gefesselt. Ansonsten wäre es kein Ding. Kennst du den Film Friedhof der Kuscheltiere? Ja, aber ich muss zugeben, da habe ich, glaube ich, nur die ersten 10 Minuten geschafft und ich war da noch ein Kind. Ich habe die ersten 10 Minuten geschafft, bis der Junge die Achillessehne seines Vaters durchgeschnitten hat. I'm Der sure unterm Odin's Stuhl hockte. monument had been Edie's idea. So. Gefesselt ist er. Ich habe das My Gefühl, mom dass was er always aussagt. trying Hey! to move on, but Verdammt. for Edie, Nein. the past never went away. Vorhin habe ich ihn überstanden. Vorhin habe ich ihn überstanden. Sei stark, sei. Sei stark. Hab's fast geschafft. Einmal habe ich es geschafft. Nein. Verdammt. Nein. Was? Kannst du das bitte nochmal sagen? Mit Friedhof der Kuscheltiere? Ich habe da nur 10 Minuten geschafft, da war ich aber auch noch relativ jung und habe mich nie wieder an den Film getraut. Ich habe kein Problem mit Horrorfilmen, aber den wollte ich dann doch irgendwie niemals wiedersehen. Mein Vertrauen in deine Küchenskills ist ehrlich gesagt nicht sehr groß. Okay. Dann gibt's halt nur für Panda Brunch. Ich weiß, ne? Manchmal muss man sich Vertrauen verdienen, aber so ein bisschen. Und das sind Edie und Sven? Ihn untergehen sehen oder was? She could see it poking out of the water at low tide. Was? Nein, ich meinte das andere mit dem Kehle. Nicht Kehle, Achillessehne. Das Kind hockt ja unterm Stuhl und sein Vater setzt sich da drauf und dann die Achille. Uah. Mit dem Skalpell. Ich hoffe, ihr habt den alle schon gesehen und ich habe jetzt nicht gespoilert, aber schlimm. Schlimm. Mein Vertrauen ist auch stark angekratzt nach dem Kaffee, der wackelt. Gut, dann müsst ihr euch selber einen Brunch machen. Der Film ist sterbenslangweilig, bis auf den Part mit dem besessenen Kind am Telefon. Okay. No. Ich habe den Film auch als Kind geschaut. Ja, nee. Ich habe es nie weiter geschafft. Können wir ihn scharf stellen? Ja, mit W. Edie said she dreamed about the old house every night. Aber ist das da auf so einem Riff liegt dann? Edie's side was always easier for me to understand. Kenn ich. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Oh, die haben wir ja gar nicht gesehen. Wer sind die denn? Her dad had Gregory? been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch, Sam Finch. Sam Finch kennen wir ja. Aber Gus Finch und Gregory? War auch nur 1 Jahr geworden, Gregory? Oder war das mit Gregory und Gus ist 13 geworden? Ne? 13? Ja, 13. Ah, okay, Doppel aus, wow. Diese She Geschichte. lost 2 of her brothers, just like I did.
I get why she tried so Dein hard Leben to lang, protect ne? us. Dein Leben lang wird sie mir nachhängen. Abgesehen davon, dass ich nicht mal den Kaffee genießt habe, aber der Rest ist wahr. Ich musste niesen, als ich mit dem Kaffee ankam, habe aber nicht den Kaffee genießt. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Verdammt. Du, außer letztens, da gab es so ein Steak mit Zwiebeln, was ein Anime gesehen hat. Es ging um Kaffee. Ja, aber ich habe ja nicht den Kaffee genießt. So. Interessanterweise fand der Regisseur diesen Film am schlechtesten. Ja. Und du fandst ihn so, okay. Das war das erste Mal, dass ich ihn habe über richtiges Kochen reden hören. Also auf dem Discord sind ein paar Sachen, die ich komplett gekocht habe. Ja? Ich habe mal was reingestellt, da hat keiner gesehen. Das ist halt Kaffeelästerung, das stimmt. Ne? Das stimmt. Oh mein Gott, ich liebe diesen Film. Den Friedhof der Kuscheltiere. Ich konnte jetzt nicht so, also ne, dieser Film ist so, kann positiv als auch schlecht, negativ gemeint sein. Ich weiß nicht ganz so krass. So, Sanjay Kumar und Louis Finch. Von denen haben wir auch noch nie gehört. Aber ihre zwei Ehemänner, ne, waren das. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ich habe am ganzen Leib gezittert. Und dann der Schluss. Nicht Spoiler. Vielleicht guckt mir eines Tages an. Aber ich glaube nicht. Aber freut mich, wenn er dir so gefallen hat. But looking back on Und als Kind now, ist das halt nochmal. Aber als Kind ist das auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Die ist schwanger. 22 Wochen. Geh rüber, Mädchen. Gott. Das kann sie doch nicht mit uns machen. Und der hat Käse-Lauchsuppe gemacht, nachdem ich welche gekocht hatte und ihm damit Lust drauf. Möglicherweise auch noch. Und die Neuverfilmung hast du nie geschaut? Ich glaube, die Neuverfilmung habe ich auch nicht gesehen. Kommen wir hier nicht hoch? Doch. Ich war I davor never met gelaufen, aber Grandpa irgendwie. Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Dieses Haus so genial. So richtig echt, ja, so richtig. Hab ich auch wieder gesehen noch. They Wow. were both pretty intense. Und so ein paar Kochbeweise sind möglicherweise im Foodporn Channel, ne? Das ist jetzt Sam. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Gucken es uns gleich an. Ich will mich erst gerne umgucken. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja, aber im Gegensatz zu den anderen hat er relativ lang gelebt. So. Ist das eine... Ich glaube, das ist eine ausgestopfte Katze, hm? Ein Eichhörnchen hauen möchte. Airline-Ticket. Barrow Airlines. Clear skies and clean living. Hi Finch. Ist umgezogen was?
Kann es auch geschwindelt sein. Wow. Wow. Es gab auch eine Neuverfilmung von Shining, den fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die habe ich auch gesehen. Also Shining habe ich auch gesehen und ich glaube, die Neuverfilmung habe ich auch gesehen. Die fand ich auch jetzt nicht so schlecht, aber das Original war doch cooler. Weil so eine Suppe kann durchaus aus einer Tüte kommen. Durchaus. Ein guter Freund von mir ist Koch. Wenn der Käse Lauchsuppe macht, bekomme ich direkt einen Anruf, wann ich vorbeikomme. Die ist einfach der Wahnsinn. Boah. Und sag mal Bescheid, da komme ich mit. Sag mal Bescheid. Wir ziehen uns jetzt gleich Sams Story rein. Aber ich mache mir jetzt erst noch einen kurzen Kaffee. Das Spiel ist einsame Spitze, es ist was ganz Besonderes. In ihm wohnt ein gewisser Zauber definitiv. Kann ich bis jetzt auch nur sagen. Also, das ist wirklich ein wirklich tolles Story-Mystery-Game. Wie weit ich es zu dir habe, das ist eine gute Frage. Wie weit habe ich es denn zu dir? Ja, auch aus NRW. Also, mehr oder weniger. Niedersachsen, NRW. Grenze. Dortmund, ja gut, das ist ein Stündchen. Also, ne, da bin ich voll dabei. Für so eine Käselauchsuppe. So, ich mache mir aber ganz schnell einen Kaffee und reden wir weiter. Als das damals rauskam und auf Twitch gestreamt wurde, das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt macht es keinen Spaß mehr. Oha. Oha. Ich hoffe, es macht trotzdem noch Spaß. Ja, mega, ich komme aus Hagen. Das kennt nur keiner. Hagen kenne ich. Hagen kenne ich. Aber Kaffeepause. Niklas ist ja gerade Kaffee holen. Müssen wir da gleich nochmal drüber reden. Dann warte ich mal kurz, bis alle wieder da sind von der Kaffeepause. Und dann gucken wir uns Sams Geschichte. Ich weiß immer nicht. Im Grunde geht es ja immer um den Tod der jeweiligen Person. Nicht unbedingt um sein Leben oder seine Geschichte, sondern eher wie derjenige gestorben ist. Ja, darum. Bin da so weg? Okay, okay, also. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, doch, Hagen kenne ich. Hagen kenn ich. Kaffee. Kaffee und gute Geschichten. Was wollen wir mehr? Ne?
Okay, vielleicht was zu essen, aber da rede ich jetzt nicht weiter drüber. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, sehr gut, ja, daher kommt. Okay. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Mach mal kurz weg. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Hey! That's a keeper. Definitely should not have drunk all that coffee. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to... Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Was denn? We found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Dawn. Ach, der ist der Vogel. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Man muss jetzt ein Foto machen. Great shot, Dawn! Okay, wenn ich das Foto mache, schießt sie. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Also wenn ich das nächste Mal die Info kriege, was kriege für Käse-Lauchsuppe, sage ich dir Bescheid. Sehr gut. Sehr gut. Käse-Lauchsuppe geht immer. Aber weiß ja nicht, ob man das auf dem Foto braucht. Was soll man dazu sagen? Was für ein Timing. Da geht's weiter. Haben wir hier alles? Das ist ja halt auch krass.
gehen wir weiter. MREs. Na, ich habe mich nur ich habe kein WASD gedrückt, ich habe mich einfach nur umgedreht, um nochmal nach hinten zu gucken und da in die Ecke zu gucken. Sie geht einfach durch. So unfair. Und mal ganz kurz so nebenbei. Hier ist Fenster, ist ja nur Wasser und Himmel und Mond. Ah, findet ihr das dann vernünftig, ne? Wenn wir jetzt sagen, ne, wirklich Fluch, aber halt dadurch, dass die sich das immer, dass die das von Generation zu Generation weitergegeben hat, weil halt irgendwann mal Sachen schiefgegangen sind. Und durch die Geschichten, der, sag ich mal, ausgelöst wird, dass sie, wo sie jetzt schwanger ist, das aufschreibt, sodass ihre Tochter theoretisch, oder ihr Sohn, also ihr Kind, dadurch reingezogen wird. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig finde, aber andererseits gehört so Geschichte auch zu uns oder zu den Menschen, die wir kennen. Oder, ne? Und ich bin ja auch neugierig. Also ich wäre der Erste, der da auch jetzt durchstöbern würde. Persönlich so. Aber wie seht ihr das? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Und wir haben lange nichts mehr von Milton gesehen, ne? Dass er irgendwas gemalt hat oder gezeichnet hat. Jetzt kommen wir zu Gregory. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Duties. Greg, be a baby. Ich weiß nicht, ob ich das will. Den gucke ich möglicherweise hier die ganze Zeit so rum. Und okay. Kai und Sam. Warte mal. Kai und Sam haben sich kennen lassen. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ah. Ja, das war die Frage, was Panda sagt. Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw it.
sure made him happy. How silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Nicht so ganz. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. Oh Gott, ist das Spiel. Was für eine Arbeit, sowas zu verarbeiten. Was für eine Art. He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Brauche einen Schluck Kaffee. Ist denn bei euch alles okay? Was kann man doch nicht machen? Scheiße. Bei dir schon, das freut mich. Und ich brauche ein Momentchen. Bevor wir uns die nächste angucken können. Ist halt schon hart, wie spielerisch das so erzählt ist. Die meisten Sachen, ja. Das ist wirklich toll erzählt, aber wenn man halt über das Bunte und das Lustige oder das Weirde hinweg sieht, ist es schon ganz schön verstörend. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Aber genau das soll es da auch sein, denke ich. Ich finde es total cool, dass das Spiel schafft, solche Gefühle auszulösen, auch wenn es natürlich hart ist. Durchaus. Ich mag sowas ja auch, so ist es nicht, aber es ist halt trotzdem... ein Gewitter. Oder was? Those Lost Words Beyond the Page auch. Das hat Lucy mir mal empfohlen, super süß gemacht, Jump'n'Run. Was aber auch eine super emotionale Story erzählt, ja. Ich mag solche Spiele ja auch, aber trotzdem ist... muss man manchmal dann doch vielleicht im Moment erstmal... musste die Worte hier, okay. When the time for photos came, Lass mal Dad klarkommen. ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Und ich dachte gerade, das wären die Worte an dem Totem, die wir halt schon gesammelt hatten, oder die Buchstaben. Dass das neue wären. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Oder? The Und doch thunder kein sounded Gewitter. much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Das Licht kommt von Dawn.
She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ich guck mal, definitiv. Definitiv. Wusste ja möglicherweise auch, dass es wahrscheinlich ein bisschen traurig wird, aber holy shit. Das gut gemacht sein soll. Ein bisschen was hatte ich mir damals auch angeguckt, als es rauskam. Aber ich wusste nicht, My dass mom so. moved up to the loft after her brothers died. So ist. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Verpasst Lolly jetzt eigentlich, wie wir ihr Spiel spielen, oder lag sie rum? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. By helping hands create safe places. Scheint aber. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Der auch schon tot ist. Das war Lollys Spiel? Wie fies, Ty. Warum machst du When so? my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Die hat es ihm geschenkt, soweit ich weiß. Oder? Ja, hat sie auch. I'm sure Edie was happy to have her back. Weil ich gehofft hatte, dass Lolly auch noch auftaucht. Das sah gerade aus, als beobachtest du super genau die Motten. Ja. Und zu Thymian, Teil bei Silikon. And to see Why not? kids in the house again. Deine Figur ist ja mal cool. Die Figuren sind ja mal richtig cool. Sieht ja Tomaten angepflanzt aus. Ja, bei Thymian. So Sachen. Okay, da hat er sein eigenes kleines Gärtchen. Schon süß. Das ist schon gut, oder? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Unsere Familiengeschichte. Fakt oder Fiktion? Die wurden Homeschooling. But it didn't last. Relief efforts end in disaster.
was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. So verschrumpelt wie die waren? Doch, das war Tomaten. Ja, die würden anders aussehen, ich weiß, aber weil da halt Stöcke waren, also, ja, Stöcke, aber damit es halt, kannst du nicht umkippen. Ich mag keine Tomaten, aber hier gibt es jedes Jahr, von meinen Eltern gibt es jedes Jahr Tomatenpflanzen. Wo ist Milton hin? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Das ist doch Miltons Stil, oder nicht? Oder ist das von einem anderen? Aber bis jetzt sahen die doch so in der Richtung aus. Also so wie der Frosch. Das, was wir von Milton gesehen haben. Ja, ich würde sagen, jetzt erfahren wir, ob er gefunden wurde. Das ist schön, das Bild. Das auch. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Wie? Okay. Ja, da hat einer genießt. Ups. Nein. Ich hätte den linken Maustaste nicht loslassen dürfen. Sorry. I was 4 when Milton disappeared. Also er wurde nicht gefunden. Aber deswegen auch, es gibt noch einen von uns, vielleicht auch 2. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt durch die Tür gehen. War Mom auch ein spent geiler months Ort. searching for my brother. Then she sealed the doors. Mit der Kuppel da oben, ist schon geil. Und dann so unterm Sternenhimmel oder so. Sehr, sehr nice. Doch nicht durch die Tür. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Die gab's nicht, ne? Ich mich vorhin schon ein paar Mal gefragt habe, an diesen Stellen, ne? Man kommt da raus oder man geht irgendwo hin und man bemerkt Sachen nicht, obwohl man sich halt umsieht. Ne? Also, aber vielleicht im richtigen, oder nicht im richtigen Moment. So. Die Treppe hier zum Beispiel ist mir überhaupt nicht aufgefallen. War die vorher schon da oder ist sie jetzt erst da, damit wir hier weiterkommen? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ja, es war wahrscheinlich die ganze Zeit da und ich hab's einfach nicht gesehen, aber...
schon genial. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. War ich nicht so gut, ne? Louis locker Contents, okay. Ist natürlich auch. Aber natürlich auch noch Aussicht beim Zocken. Hab ich hier leider nicht. Sehe eine weiße Wand. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Jetzt? wander. Ah, okay. I asked him to describe it. Oh ne, ich mache hier gerade alles. Ich laufe mit der Figur rum und enthaupte die Fische. Das ist schon so. Ich möchte, glaube ich, keine Fließbandarbeit machen müssen. Oben oder unten? He said he started small. Ja, unten. Imagining a labyrinth. Folgende Schrift, okay, machen wir es lieber so. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Ein bisschen schwer, sich dabei zu konzentrieren. Das ist super weird gerade. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend.
On the edge of a city he named Louis Tokyo. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Holy shit. Conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Das ist schon krank. Ganz ehrlich. Ich kann eigentlich jedem empfehlen, das selber zu zocken. Scheiße. Until one day he forgot to go home from the cannery. Man verliert sich echt da drin. Man macht nebenbei einfach die Bewegung. Das ist... pleaded with him. Part of Louis kept sailing on. Ich bin da. Und das ist so traurig. Gleichzeitig habe ich mich schon ein wenig verloren gefühlt darin gerade. Und moin Jones, alles gut bei dir? Sorry. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for Nehmen wir mal die leuchtenden Regenbögen. radiant rainbows. Und nicht nur vom Fließbanddingen, sondern von allem. Das ist auf der einen Seite cool gemacht, auf der anderen Seite hat mich das auch echt traurig gemacht gerade. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. The
someone who'd never known success in the real world. Und ja, Jones, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut bei dir. Sorry, heilige Scheiße. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Gott. Was habe ich alles verpasst? Nicht... Okay, gut. Und das ist schon hart wird, definitiv. So, und Jones, wie geht's? Ist gut soweit und wir machen sofort weiter. Meine Güte, ist das gut gemacht. Richtig creepy. Du sagst die Fische wie andere Schäfchen zählen. Ja, nee, es war wirklich genial. Weil ich glaube, so wird sich Fließbandfabrik auch für mich anfühlen. Oder tut es auch, wenn man mal so, wenn man irgendwelche stupiden Sachen macht. Oder nicht stupide, ne, sich wiederholende Sachen, wo man immer die gleichen Sachen machen muss. Und irgendwann ist man ja irgendwo ganz, ganz woanders. Und das hat das so gut dargestellt. Vielleicht sage ich die Fische ja wie andere Schäfchen zählen. Wer weiß. Andererseits an so einem Ort ist das so gefährlich. He began to forget the world we know. Und das noch dazu. So traurig. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Schwierig. Sehr schwierig. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Katze ist super niedlich, aber... Wise Calico had insisted on advising me. Queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Ja, ab unter die Guillotine. Bend down his head.
rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Wir gehen mal weiter. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Hier werden wir I'm not hochgekommen, sure wenn if she wir wanted to es make sehen it wollen. easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Ich glaube, das können wir alle verstehen, oder? Ja, dieses Spiel, so ist es. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Was ist denn geschehen? Maybe it should have come sooner. Dass sie weggegangen sind, oder? Schlimmeres. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Was für ein toller Ort es eigentlich ist. Und dann so viel Trauriges. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Bin wieder da. Ich wusste nicht, ob jetzt eine längere Sequenz kommt oder so. Dann hatte ich mich vollsauer weggemacht. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories.
I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Gute Idee. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Wenn wir uns das Haus angucken. Alter Haus. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Bin die ganze Zeit nur geradeaus gegangen. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Boah. Der hat mich ganz schön eingebaut. Ich kann gerade, also vernünftige Gedanken fast nicht Can't schieben. explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Das mache ich übrigens auch gerne im Auto. We both tried to make the best of it. So bei 100 ist die beste Geschwindigkeit, finde ich. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive.
until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Arschlochspiel. So ein bisschen Gänsehaut und so, ja. Könnte man sagen. Gib das nicht mal Credits. So, dann bedanke ich mich jetzt mal, ne, muss ich Wally später mal schreiben, ne? Danke. Nicht nett. Also, ne, gestandene Männer zu Tränen zuhören. Ich habe keine Worte. Oder ich sag's dir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal einfach. So. Beim ist anstrengend. Holy shit. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt dann doch gespielt habe. Und ja, ich mag die Credits mit den Kinderbildern nicht auch. Sind die echt super. Und das passt hier einfach so gut rein. Jetzt hier einfach nur
nur eine Liste von Namen fühle ich überhaupt nicht. Fühle ich überhaupt nicht. Oder so. So eine Liste ist auch okay mit den Büchern. Das ist cool. Mit den VHS.